Hallo ihr Lieben, hier ist Monika von Homemade. Heute geht es um das Thema Küchentrends bei uns und bleibt bis zum Ende dran, denn wir zeigen euch, welche Fehler ihr bei der Planung unbedingt vermeiden solltet. So, welche Trends gibt es denn im Moment? Ganz klar kann man sagen, klare Formensprache, klare Linien. Das heißt Arbeitsplatte, Unterschränke, Oberschränke. Keine Regälchen, keine Ablägelchen oder sonstiges, sondern wirklich ganz klare kubistische Formensprache. Dann, ganz klar, der Trend geht weg von krassen Kontrasten wie weiß und schwarze Arbeitsplatte beispielsweise, sondern wir gehen hin zu warmen Tönen, wir werden dunkler, aber wesentlich harmonischer. Es gibt Holz, aber primär Steinoptiken. Trendfarben gibt es natürlich auch in diesem Jahr. Wir sehen sehr viele Beerentöne, Grüntöne aus dem Natürlichen, wie zum Beispiel Salbei und als Akzent Braun- oder Schwarztöne. Von der Materialität her sind wir stark in der Keramik unterwegs, auch hier solche Marmorstrukturen, organische Strukturen und natürlich immer der Naturstein. Bei Metallen sind wir wie immer in Messing unterwegs und brüniert sehen wir verhäuft und auch schwarz lackierte Griffe. Die Beleuchtung, darauf wird im Moment sehr, sehr viel Wert gelegt. Auch bei der Lichtfarbe, alles soll eine warme Stimmung erzeugen und auch schön und elegant ausgeleuchtet werden. Und ein ganz wichtiger Teil ist, auch durch unsere Pandemie, die wir im Moment gerade erleben, wird die Küche zum Zentrum der Familie. Dort wird gegessen, es wird gemeinsam gekocht und hier wollen wir natürlich auch eine schöne Wohnlichkeit schaffen. Dann natürlich haben wir auch das Thema Textilien in der Küche, ob über Raffrollos oder Vorhänge, da sind wir auf jeden Fall dabei, um kuschelige und dieses Wohlfühlen einfach auch in die Küche zu bekommen, wenn man sich dort eben auch länger aufhält. Dazu kommt eben auch, wie zum Beispiel Stoffservietten, wie Tischsets in Leine oder auch mit anderen Strukturen im Textil, das heißt über Kunstleder oder eben auch grobes Leinen für Tischsets. Sowas sehen wir im Moment auch verhäuft. Jetzt noch ein paar Profi-Tipps. Ich habe jetzt schon mal ein paar Küchen in der Vergangenheit gestaltet und ein paar Sachen möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben, worauf ihr achten solltet. Und zwar ganz wichtig ist eine klare Formensprache, was die Schubladen angeht, dass wir hier eben überall auf der gleichen Linie sitzen, sonst wirkt die Küche ganz schnell durcheinander und einfach unordentlich. Ist ein bisschen ein Getüftel, bis man da hinkommt, aber wenn ihr einen guten Küchenplaner habt, dann werdet ihr das schaffen. Ein weiterer Profi-Tipp ist, Griffe auch immer horizontal anordnen. Nicht für den Kühlschrank mal drehen, weil das sieht irgendwie blöd aus, sondern alles immer in der gleichen Richtung anordnen. Und der letzte Profi-Tipp ist, wenn ihr es euch leisten könnt, das Spülbecken immer in der gleichen Farbe zu gestalten wie die Arbeitsplatte. Weil wenn ihr diese Edelstahlspülbecken habt, die stechen einfach viel zu sehr raus und das sieht einfach nicht schön aus. Und worauf ich insbesondere achten würde, ist die komplette Raumhöhe der Küche zu nutzen. Das heißt nicht irgendwo Küche hört ab 1 Meter oder 2,10 Meter auf, sondern geht bis ganz unter die Decke. Den Stauraum könnt ihr immer brauchen, auch für Dinge, die ihr nicht so häufig braucht, wie saisonale Dinge wie Plätzchenausstecher und so weiter. Letzter Punkt ist, Beleuchtung sollte immer in der gleichen Lichtfarbe sein. Das ist ganz wichtig, weil sonst habt ihr unterschiedliche Lichtfarben und es sieht sehr, sehr eigenartig aus. Einmal habt ihr kaltes Licht, warmes Licht. Also achtet darauf, dass euch der Küchenbauer die richtigen Leuchtmittel einbaut. Welche Fehler solltet ihr denn nun unbedingt vermeiden, von denen ich am Anfang gesprochen habe? Also erstens ganz wichtig, bitte nicht mehr als 3 unterschiedliche Farben bzw. Materialien verwenden. Das wird einfach viel zu viel durcheinander und so ein Highlight braucht man einfach nicht, also so ein Durcheinander. Der zweite Punkt ist, weg von dieser Kleinteiligkeit, das heißt ganz viele aufgeregte kleine Regälchen und unterschiedliche Formen und Öffnungen und solche Dinge. Langfristig gesehen ist es sehr unruhig und davon würde ich abraten. Das werdet ihr relativ zügig nicht mehr sehen können. Auch in der Küche ist es manchmal so, dass sich Küchenplaner so ein bisschen verkünsteln und dort ihre Kreativität ausleben möchten. Davon würde ich euch auch abraten, dort die Küche als Highlight zu sehen. Seht es als Gesamtes, insbesondere wenn ihr einen offenen Grundriss habt, das heißt Essbereich und Wohnbereich schließen an. Ihr tut euch keinen Gefallen, es wird einfach nicht besser dadurch. Es macht es euch einfach nur schwierig, diese ganzen einzelnen Teile dann miteinander zu finden, verbinden, abzutrennen
und dort auch wieder Materialwiederholungen und so weiter zu schaffen. Dann Thema Beleuchtung, da kann auch viel in die Hose gehen. Das heißt, hier auch mal gucken, wirklich sind überall die gleichen Leuchtmittel. Das heißt, habt ihr überall beispielsweise 2700 Kelvin als Leuchtmittel, damit ihr dort ein schönes warmes Licht bekommt. Und schaut, dass ihr entsprechend eine Arbeitsbeleuchtung habt, also überhalb der Arbeitsplatte, dass alles gut ausgeleuchtet ist. Aber dass, wenn ihr beispielsweise in der Küche essen wollt, dass ihr dieses Licht ausschalten könnt und nochmal einfach ein Ambiente-Licht habt. Das war's von mir zum Thema Küchentrends. Wir haben noch ein weiteres Video für euch vorbereitet. Da geht es um Einrichtungstrends und auch Farben. Insbesondere haben wir uns auch mit den Bärentönen beschäftigt. Das findet ihr im Anschluss. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne teilen und liken. Vielen Dank. Bis bald, eure Monika.